Hi und willkommen bei Jamflix. Ich bin David und heute geht es um das Thema Songs schreiben an der Gitarre. Und da versuche ich euch mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie man da rangehen kann, gerade wenn man noch nie einen Song geschrieben hat. Und als Beispiel habe ich einen meiner Songs mitgebracht, an dem ich selber gerade schreibe. Und den spiele ich jetzt mal kurz an. I was living upside down, trying to turn the world around, so I could finally see what everyone means. I should have gotten on my feet, but how I like to disagree. And you could tell I needed just one thing. Yeah, you came down in a hurry. I could see you awake next to me. You can see I'm worried. It's your bright eyes I'm falling for. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, gibt es beim Songwriting 3 verschiedene Ansätze, um einen Song erstmal aufzubauen und zu starten. Das wäre zum einen mit den Akkorden beginnen, also man setzt sich mit dem Instrument hin, in dem Fall jetzt mit der Gitarre, und spielt einfach eine Akkordfolge, die einem gut gefällt, baut dann von da aus alles auf. Genauso kann man mit der Melodie anfangen. Wenn man eine Melodie schon im Kopf hat, einen kleinen Gesangsfetzen quasi, dann kann man den versuchen, später auf Akkorde zu setzen. Oder noch anders, man fängt mit dem Text an. Man hat vielleicht eine Textzeile oder auch nur ein Wort oder eine Phrase im Kopf. Mit der versucht man dann erstmal, die in eine Melodie zu setzen. Und vielleicht begleitet man sich dabei improvisieren schon irgendwie an dem Instrument. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den ersten dieser 3 Ansätze an, und zwar mit den Akkorden beginnen wir. Wenn ihr euren allerersten Song schreibt, ist das ein ganz guter Ansatz, glaube ich, weil da könnt ihr euch erstmal schon mal einhören, dann könnt ihr die Akkorde euch selber vorspielen und dann kommen manchmal so erste Melodieideen schon ganz von alleine. Wenn ihr jetzt noch nicht so das Bild eures Songs schon im Kopf habt, was ihr umsetzen wollt, dann ist das, glaube ich, der beste Ansatz. Also fangen wir mal mit den Akkorden an. Ich nehme jetzt hier für mein Beispiel die Standard-Akkordfolge schlechthin, zumindest in der modernen Popmusik. Ich habe hier das Capo im 4. Bund, das ist noch wichtig, weil für mein Beispiel, für meinen Song, ja, der ist halt in dieser Capo-Position geschrieben. Ihr könnt das natürlich auch in jeder anderen oder auch ohne Capo machen. Wir fangen jetzt erstmal mit Capo 4 an und dann nehme ich die 4 Akkorde A-Moll, F, C und G. Solltet ihr wahrscheinlich alle schon kennen. Wenn ihr mit den Griffen an sich noch Probleme habt, dann solltet ihr die noch ein bisschen üben, bevor ihr ans Songschreiben geht, aber das versteht sich ja von selbst. Mit dieser Akkordfolge ist das Positive, dass sie in super vielen Songs verwendet wird, also scheint sie ganz gut zu sein. Klingt sehr harmonisch, sehr schön. Aber die Gefahr gleichzeitig ist auch, dass sie sehr standardmäßig klingt, sehr abgedroschen manchmal schon, weil sie eben so oft verwendet wird. Deswegen muss man da ja ein bisschen kreativ werden. Für den Anfang reicht es vielleicht auch, wenn ihr die mit einem ganz normalen Schlagmuster runterspielt. Das ist immer davon abhängig, was ihr so für einen Stil verfolgt, was ihr für einen Song schreiben wollt. Für mein Beispiel habe ich jetzt, das sehen wir jetzt gleich im Schlagmuster, versucht diese Akkordfolge so ein bisschen auszuschmücken, dass sie nicht so ganz standardmäßig klingt. Wir kommen zum Schlagmuster. Wie schon gesagt, werde ich hier in dem Beispiel versuchen, die Akkordfolge ein bisschen auszuschmücken, ein bisschen quasi ein ausgefalleneres Schlagmuster zu wählen. Für euch gilt aber grundsätzlich, ihr könnt jedes Schlagmuster mit jeder Akkordfolge kombinieren. Das ist ja gerade auch der kreative Teil am Songwriting. Ich werde die Akkorde jetzt auch nochmal vereinfachen. Ich habe gerade schon gesagt A-Moll, F, C, G. Das ist jetzt unsere Akkordfolge so. In meinem Song habe ich ich habe ein bisschen so Akkordvarianten quasi genommen, die dann ein bisschen spannender klingen, aber das brauchen wir eigentlich für den Anfang gar nicht. Die funktioniert genauso gut mit den Standardakkorden, und als Schlagmuster grundsätzlich habe ich jetzt ein leicht versetztes gewählt. Ich spiele es einfach mal an, ihr könnt vielleicht mit einsteigen. Eigentlich geht es hier gar nicht so sehr ums Schlagmuster, aber wir brauchen das erstmal so als Grundlage. Ich mache es mal kurz vor.
Das jetzt erstmal nur so zum Überblick. Grundsätzlich könntet ihr das genauso gut mit anderen Schlagmustern kombinieren wie oder sogar im Country-Stil, wenn ihr einen Country-Song schreiben wollt. Ganz gleich. Also für Balladen könnte man zum Beispiel noch ein bisschen langsamer werden und sowas hier nehmen. Das jetzt nur mal so als Inspiration für euch. Vielleicht könnt ihr ja schon selber was daraus entwickeln. Wenn wir jetzt erstmal beim Beispiel bleiben, dann gucken wir uns jetzt mal die Songstruktur an, damit ihr da auch mal einen kleinen Überblick kriegt. Bevor wir jetzt zur Songstruktur kommen, noch eine kurze Anmerkung zu den Rhythmen und auch zu den Akkorden. Es kommt wirklich darauf an, was für ein Genre ihr machen wollt. Wollt ihr jetzt einen Pop-Song schreiben, dann ist diese Akkordfolge zum Beispiel super. Vielleicht wollt ihr auch einen Blues-Song schreiben, dann müsst ihr natürlich eine Blues-typische Akkordfolge wählen. Genauso verhält sich das mit den Schlagmustern. Dieses Country-Schlagmuster passt zum Beispiel auch nicht so zu einem modernen Pop-Song. Da gibt es kleine Unterschiede im Stil, aber wenn ihr aus einem bestimmten Genre gerne etwas machen wollt, dann kennt ihr euch vielleicht so ein bisschen aus mit den Gewohnheiten in diesem Genre und wie das klingt. Dann wählt einfach quasi ein passendes Schlagmuster und vielleicht sogar auch eine passende andere Akkordfolge. Wobei die hier jetzt für den Anfang wirklich ja immer ein Safe Bet ist. Also da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Die wird super oft verwendet, weil sie eben ja sehr harmonisch klingt. Wir kommen jetzt aber wirklich zur Songstruktur. Die ist in diesem Song ganz simpel gehalten. Wir haben ein Intro, wir haben eine Strophe und wir haben einen Refrain. Danach wird das Ganze wieder genauso wiederholt, aber das sind erstmal die 3 Teile, auf die wir uns hier konzentrieren. Das Intro habe ich jetzt für dieses Beispiel nochmal ein bisschen vereinfacht. Das sind eigentlich nur die Akkorde, die werden genauso gespielt wie während ich singe, nur dass ich halt nicht singe. Das ist alles, was das Intro so hat. Später, wenn ihr so einen Song wirklich ausfuchst, dann kann man sich da auch noch eine kleine Melodie überlegen oder noch irgendwelche anderen Verzierungen für so ein Intro, aber das ist jetzt erstmal, um so ein Gefühl für den Song zu kriegen, völlig ausreichend. Also spiele ich eigentlich nur die Akkorde mit dem Schlagmuster, was ich eben gezeigt habe, so runter. Und hier würde ich dann jetzt mit dem Gesang einsteigen. Das wäre dann auch schon die erste Strophe, die jetzt kommt. Und direkt am Anschluss kommt der Refrain. Diese Strophe würde dann ungefähr so klingen. I was living upside down, trying to turn the world around, so I could finally see what everyone means. I should have gotten on my feet, but how I like to disagree. And you could tell I needed just one thing. An dieser Stelle käme dann der Refrain rein. Der klingt dann so. Yeah, you can see I'm worried. I would just fading on my tears. You came down in a hurry. Your bright eyes I'm falling for. Und das ist der ganze Song. Danach werden nur noch Teile wiederholt. Also da kommt nochmal die Strophe, natürlich mit einem anderen Text, aber die gleiche Melodie und dann nochmal der Refrain. Und dann kann schon zum Beispiel das Outro kommen. Was ich damit sagen will, haltet es für den Anfang simpel, weil je mehr Songteile ihr in einen Song einbaut, desto mehr Zeit müsst ihr auch investieren, um diese Teile zu schreiben. Und man möchte ja am Anfang auch ein gutes Ergebnis haben, deswegen die Qualität wird auf jeden Fall besser, wenn ihr euch auf wenige Teile konzentriert. Das ist der Vorteil an Popsongs zum Beispiel, die brauchen nicht viel, die brauchen manchmal nur 2 oder 3 Strukturteile. Wenn ihr in anderen Genres unterwegs seid, müsst ihr euch natürlich genau an die Gegebenheiten dann anpassen und vielleicht auch da ein bisschen anders schreiben. Wir bleiben aber, wie gesagt, weiterhin bei diesem Beispiel. Ihr könnt ja, wenn ihr rumprobiert, machen, was ihr wollt.
Bevor wir zur Melodiefindung kommen, nochmal ein kurzer Nachtrag zur Songstruktur. Wichtig ist, in der Popmusik wird normalerweise immer in 4er-Taktschritten gerechnet. Also eure Songteile sollten am Anfang am besten 4, 8 oder 16 Takte lang sein. Wenn ihr mal wirklich mitzählt aktiv beim Spielen oder beim Schreiben, dann werdet ihr merken, alles andere ist auch direkt ein bisschen merkwürdig. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, auch in der Popmusik, aber in der Regel für den Anfang könnt ihr erstmal 8 Takte Strophe, 16 Takte Strophe und dann 8 Takte Refrain oder auch 16 Takte Refrain machen. Das sind so die normalen Gegebenheiten in der Popmusik. Wichtig für dieses Beispiel ist, hier ist die Strophe 8 Takte lang und der Refrain auch 8 Takte lang. Das heißt, wir haben gleich lange Teile. Das muss man nicht so machen. Es ist, wie gesagt, immer ein bisschen anders. Hier sind es eben 8 Takte pro Songstrukturteil. Im Intro wiederum sind es nur 4. Das ist quasi ein kurzer Teil, um das Intro kurz und knackig zu halten. Wir kommen jetzt zur Melodiefindung. Wie kann man eigentlich anfangen, erstmal irgendeine Melodie zu entwickeln? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Singer-Songwriter-Musik machen wollt, dann ist der Ansatz ja Gitarre spielen und dann dazu etwas trällern irgendwie der logischste. So mache ich das auch immer und von dem Ansatz gehen wir jetzt natürlich auch wieder aus. Wir haben an der Gitarre ja immer pro Akkord 5 oder 6 Töne, die mitschwingen. Mit diesen Tönen können wir erstmal anfangen. Wenn ihr diese einzeln anschlagt, dann habt ihr schon verschiedene Möglichkeiten, diesen Ton zum Beispiel als ersten Gesangston zu nehmen. Grundsätzlich kann man über einen Akkord in Grundton, Terz- oder Quintlage singen oder auch einen Nicht-Akkordton singen. Das ist dann für den Anfang etwas schwieriger. Welcher Ton jetzt welcher ist, ist für euch aber am Anfang vielleicht noch gar nicht so wichtig, sondern erstmal, dass ihr die einzelnen Töne an der Gitarre mal anschlagt und euch die anhört und vielleicht einfach mitsummt. Wenn ihr also mit diesem Ton zum Beispiel anfangen wollt, dann habt ihr da schon mal den ersten Melodieton. Genauso könnt ihr einen tiefer anfangen. Das wäre in dem Fall jetzt der Grundton. Könnt ihr erstmal ein bisschen rumprobieren und natürlich besteht eine Melodie aus mehr als nur aus diesen einzelnen Tönen. Aber wenn ihr die mal einzeln so durchgeht, dann beim nächsten Akkord vielleicht euch den gleichen Ton, also auf der gleichen Seite einen Ton zum Singen nehmt oder mal eine Seite höher geht. Normalerweise jetzt für männliche Stimmen zum Beispiel sind die unteren Töne etwas interessanter. Hier oben wird es einfach schwer, die zu singen, weil die sehr hoch werden. Ihr könnt natürlich auch oder noch höher gehen. Ist auch erstmal gar nicht so wichtig, welche Lage ihr nehmt. Hauptsache, ihr habt einen Ansatzpunkt, wo ihr die Melodie dann anfangen könnt zu entwickeln. Mein nächster Tipp zum Melodie finden, weil das am Anfang echt schwierig sein kann. Also ich persönlich, als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, hatte ich nicht die Melodien so direkt im Ohr, die ich umsetzen wollte. Da habe ich mir fremde Texte angeguckt, die ich selber auch gar nicht kannte. Zum Beispiel von meinem Lieblingskünstler ein mir unbekanntes Lied. Da habe ich mir den Text zu durchgelesen und gleichzeitig mit meiner Gitarre irgendwelche Akkorde gespielt, die mir gerade gut gefielen. Und habe dann einfach angefangen, diesen Text zu singen. Irgendwie. Das klingt am Anfang vielleicht auch ein bisschen schräg, völlig egal. Aber da kriegt man dann Ideen für Melodiewendungen und wenn so ein Text schon fertig ist, ist es meiner Meinung nach einfacher manchmal direkt einen Ansatzpunkt zu finden. Manchmal hat man sogar direkt eine Melodie einfach im Kopf, einfach nur, wenn man diesen Satz vorliest, singend vorliest. Das ist so ein kleiner Trick, den wende ich selber noch manchmal an, wenn mir gerade mal nichts einfällt. Ist auf jeden Fall, ja, vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber man kann es mal ausprobieren, das ist eine spannende Sache irgendwie. Als nächstes kommen wir zum Textschreiben. Das ist an sich ein Riesenthema, das werde ich hier natürlich jetzt nur kurz anreißen, um euch so einen kleinen ersten Ansatz zu geben. Grundsätzlich sagt Bescheid, wenn ihr da mehr zu dem Thema haben wollt, auch wenn ihr irgendwelche anderen Themen, die in diesem Video angeschnitten wurden, gerne ein einzelnes Video dazu haben wollt, mehr in die Tiefe gehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, das Textschreiben kann auch wie das Melodieschreiben so ein Ding sein, wo man erstmal keinen Zugang zu hat. Den kann man aber sich erarbeiten auch. Ich zum Beispiel habe früher viele fremde Texte, also von professionellen Künstlern
analysiert und dann als Anfänger erstmal so ein Gefühl dafür gekriegt, wie man Texte schreiben kann, was man schreibt, wie man sich so ausdrückt. Das kommt natürlich auch nochmal stark auf die Sprache an, ob ihr jetzt auf Deutsch, auf Englisch, auf irgendeiner anderen Sprache schreiben wollt. Fremde Texte analysieren ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann kann man auch direkt ein Gefühl für das Niveau haben, wie ausgearbeitet sind die Texte. Was hat sich der Songwriter alles dabei gedacht oder auch nicht? Vielleicht tut es auch ein ganz simpler Text für einen coolen Popsong, gibt's ja auch ganz oft. Auf jeden Fall kriegt ihr da erstmal so ein Gespür für. Als nächstes würde ich persönlich immer das Thema festlegen zuerst. Was wollt ihr überhaupt, worüber soll euer Song sein? Habt ihr vielleicht eine Sache, die euch selber sehr beschäftigt, einen Gedanken, den ihr in den Song einarbeiten wollt oder auch nur irgendein Wort als Thema? Manchmal reicht ja auch nur ein Wort oder ein Titel. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, wie euer Song heißen soll, obwohl es den noch gar nicht gibt. Das kann einem auch helfen, einen roten Faden zu haben, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn man den Text dann schreibt. Als nächstes kann man Begriffe und Phrasen brainstormen. Vielleicht habt ihr die auch in anderen Songs schon mal gehört. Ist eigentlich völlig egal erstmal, ob es das schon gibt oder nicht. Ihr wollt ja erstmal reinkommen und erstmal etwas schreiben. Vielleicht gefällt euch Songzeile sogar aus einem anderen Song. Dann könnt ihr die erstmal nehmen. Ob ihr die dann am Ende vielleicht nochmal abändert, ist ja erstmal egal. Es geht um einen Ansatz. Oder euch fällt so eine Phrase ein aus einem Buch, aus einer Serie, irgendwas, was euch inspiriert. Dann schreibt diese Phrasen oder Begriffe einfach mal auf und brainstormt da mal. Dann habt ihr direkt ein kleines Repertoire, aus dem man sich dann nachher bedienen kann, wenn man den Song schreibt. Dann ist man vielleicht mitten in der Strophe und dann fällt einem ein, ach, ich habe noch diesen Stichpunkt hier aufgeschrieben, vielleicht kann ich daraus ja die nächste Zeile entwickeln. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr in das Singer-Songwriter, Folky, Country-Ding reingeht, dann gibt es ja auch oft diesen Storytelling-Ansatz, dass man jetzt wirklich eine komplette Geschichte schreiben möchte in einem Song. Dazu den Tipp, es hilft immer vorher ein paar Stichpunkte zu machen, wie diese Story zum Beispiel verlaufen soll. Ist nicht anders, als wenn man ein Buch schreibt oder wenn man eine Kurzgeschichte schreibt. Oder ein Mindmap kann man sich auch machen zur Story, sodass man da auch so einen Leitfaden hat, wo das Ganze am Ende hingehen soll. Versucht euch vorher ein paar Gedanken zu machen, bevor ihr einfach drauf losschreibt. Oder schreibt einfach drauf los, wenn ihr darauf Lust habt. Das ist eigentlich auch egal. Es geht nur darum, dass ihr nicht erstmal so überfordert damit seid, überhaupt den ersten Schritt zu machen. Weil das hatte ich am Anfang auch oft, dass ich dachte, was soll ich denn jetzt? Ich sitze hier mit einem Blatt Papier oder meinetwegen am Handy und ich wusste gar nicht, wie soll ich jetzt die erste Zeile schreiben? Was soll die sein? Da hat man schnell mal so eine Blockade und mit solchen Sachen kann man die halt ganz gut umgehen, dass man sich erstmal Stichpunkte aufschreibt. Darüber möchte ich einen Song schreiben. Ich möchte einen Liebessong schreiben oder ich möchte einen Hasssong schreiben. Das wären eigentlich meine Tipps zum Textschreiben. Die anderen Tipps habt ihr auch schon gehört. Ihr habt auch meinen Beispielsong gehört. Vielleicht könnt ihr auch mit der Akkordfolge schon was machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das geklappt hat, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Ich würde mich freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf Gefällt mir drückt und unseren Channel abonniert. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video bei Jamflix. Ciao!